Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Bob, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Wichtiges sprechen. Ich möchte ein Auto kaufen und plane, wie ich dafür Geld sparen kann. Das ist eine großartige Idee, Alice. Ein Auto zu kaufen ist eine große Entscheidung und Geld zu sparen ist sehr wichtig. Ja, ich denke, dass mir das Sparen helfen wird, das Auto zu kaufen, das ich möchte, ohne zu viel zu leihen. Da stimme ich zu. Wenn du Geld sparst, kannst du mehr bar bezahlen und hast weniger Schulden. Welches Auto möchtest du kaufen? Ich möchte ein kleines, kraftstoffeffizientes Auto kaufen. Es sollte einfach zu fahren und nicht zu teuer sein. Ich plane, es für den Weg zur Arbeit, Besorgungen und manchmal für einen Roadtrip mit meiner Familie zu nutzen. Das klingt schön. Ein kleines Auto ist gut für das Fahren in der Stadt und fürs Parken. Weißt du, wie viel das Auto kosten wird? Ja, ich habe ein wenig recherchiert. Ich habe herausgefunden, dass ein neues kleines Auto etwa $15.000 kostet. Ich habe auch einige Gebrauchtwagen gefunden, die etwa $10.000 kosten. Ich denke, ein Gebrauchtwagen ist eine gute Option, weil er günstiger ist und trotzdem in gutem Zustand. Da stimme ich dir zu. Ein Gebrauchtwagen kann dir viel Geld sparen. Hast du darüber nachgedacht, wie du das Auto bezahlen wirst? Ich plane, ein paar Jahre zu sparen. Ich möchte mindestens 50% des Preises des Autos bar bezahlen. Das bedeutet, ich muss $7.500 für ein neues Auto oder $5.000 für ein gebrauchtes Auto sparen. Das ist ein guter Plan. 50% zu sparen ist eine clevere Möglichkeit, deine Schulden zu reduzieren. Wie planst du dieses Geld zu sparen? Ich habe ein paar Ideen. Zuerst werde ich ein Budget erstellen. Ich werde mein monatliches Einkommen und meine Ausgaben aufschreiben. So kann ich sehen, wie viel Geld ich jeden Monat sparen kann. Das ist eine sehr gute Idee. Ein Budget hilft dir, deine Ausgaben zu kontrollieren. Ja, ich plane mein Budget jeden Monat zu überprüfen. Ich möchte weniger für Dinge ausgeben, die nicht notwendig sind, wie zum Beispiel Essen gehen und Kleidung einkaufen. Ich versuche auch, weniger für nicht essentielle Dinge auszugeben. Ich benutze einen einfachen Budgetplan, um meine Ausgaben zu verfolgen. Das ist großartig. Ich möchte jeden Monat mindestens $200 sparen. Wenn ich jeden Monat $200 spare, habe ich in einem Jahr $2.400. In 3 Jahren werde ich $7.200 haben. Das ist sehr nah an meinem Ziel von $7.500 für ein neues Auto. Das ist ein guter Plan. Du kannst sogar jeden Monat ein bisschen mehr sparen, wenn du kannst. Vielleicht kannst du in einigen Monaten 250 oder $300 sparen. Ja, ich werde versuchen, mehr zu sparen, wenn ich kann. Ich plane auch, meine Ersparnisse auf ein spezielles Bankkonto zu legen. Dieses Konto wird mir ein wenig Zinsen einbringen, sodass mein Geld ein wenig wächst. Das ist eine kluge Idee. Ein Sparkonto mit Zinsen lässt dein Geld im Laufe der Zeit wachsen. Ich habe gelernt, dass selbst ein kleiner Zinssatz einen Unterschied machen kann. Zum Beispiel, wenn ich in einem Jahr $2.400 bei 1% Zinsen spare, werde ich etwa $24 verdienen. Es ist nicht viel, aber jeder Betrag zählt. Das stimmt, jeder kleine Betrag summiert sich.
Hast du über andere Möglichkeiten nachgedacht, Geld zu sparen? Ja, ich habe noch ein paar Ideen. Ich plane, meine monatlichen Ausgaben etwas zu reduzieren. Zum Beispiel werde ich versuchen, öfter zu Hause zu essen, anstatt in Restaurants zu gehen. Ich werde auch meinen Einkauf für neue Kleidung und Gadgets einschränken. Das ist ein guter Plan. Ich versuche auch meine monatlichen Ausgaben zu reduzieren. Ich nutze öffentliche Verkehrsmittel, anstatt ständig zu fahren. Das spart mir Geld für Benzin und Parken. Ich plane auch, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ich werde mit dem Bus oder der Bahn zur Arbeit fahren. Das wird mir helfen, Geld zu sparen und meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das ist sehr gut. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist gut für die Umwelt und für deinen Geldbeutel. Ich habe auch darüber nachgedacht, einen Teilzeitjob zu finden oder freiberuflich zu arbeiten. Dieses zusätzliche Geld kann mir helfen, mehr für mein Auto zu sparen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ein Teilzeitjob kann dir zusätzliches Einkommen bringen. Du kannst am Wochenende oder abends arbeiten. Ja, ich denke darüber nach, online Deutsch zu unterrichten oder in einem lokalen Geschäft zu helfen. Ich möchte einen Job finden, der flexibel ist und nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich bin mir sicher, dass du einen guten Teilzeitjob finden wirst. Er wird dir helfen, dein Sparziel schneller zu erreichen. Das hoffe ich. Ich plane auch, einige alte Sachen zu verkaufen, die ich nicht mehr benutze. Zum Beispiel habe ich alte Kleidung, Bücher und ein Fahrrad, die ich verkaufen kann. Alte Sachen zu verkaufen ist eine großartige Möglichkeit, zusätzliches Geld zu verdienen. Du kannst dieses Geld nutzen, um deine Ersparnisse zu erhöhen. Genau. Ich werde Online-Marktplätze überprüfen, um zu sehen, wie viel ich für meine alten Dinge bekommen kann. Das habe ich letztes Jahr gemacht und es hat mir geholfen, ein wenig zusätzliches Geld zu verdienen. Jeder Betrag zählt, wenn man für ein großes Ziel spart. Ja, ich glaube, dass kleine Anstrengungen zu großen Ergebnissen führen können. Ich bin sehr motiviert, für mein Auto zu sparen, weil ich unabhängig sein und leicht reisen möchte. Ich verstehe. Ein eigenes Auto gibt dir Freiheit. Du kannst dorthin fahren, wo du willst, wann du willst. Das stimmt. Ich möchte das Auto auch nutzen, um meine Familie zu besuchen und an den Wochenenden kleine Ausflüge zu machen. Ich denke, ein Auto wird mein Leben bequemer machen. Ich empfinde das genauso. Als ich mein erstes Auto gekauft habe, hat es mein Leben verändert. Ich konnte zur Arbeit fahren, ohne auf den Bus angewiesen zu sein, und ich konnte Freunde und Familie leichter besuchen. Ich freue mich darauf. Ich möchte die Freiheit spüren, mein eigenes Auto zu fahren. Ich plane auch mehr über das Fahren und die Wartung des Autos zu lernen. Ich möchte eine verantwortungsvolle Autobesitzerin sein. Das ist sehr wichtig. Über die Wartung eines Autos zu lernen, kann dir auf lange Sicht Geld sparen. Du kannst einfache Dinge tun, wie zum Beispiel den Ölstand überprüfen, die Reifen wechseln und das Auto sauber halten. Ja, ich möchte diese Dinge lernen. Ich werde meinen Freund, der Mechaniker ist, um Tipps bitten. Ich plane auch, die besten Versicherungsoptionen für mein Auto zu recherchieren. Ich möchte sicherstellen, dass ich einen guten Schutz habe, ohne zu viel zu bezahlen. Das ist eine gute Idee. Autoversicherung ist wichtig und sie kann teuer sein, wenn man nicht vergleicht. Ich plane, verschiedene Versicherungsunternehmen zu vergleichen, bevor ich mein Auto kaufe. Ich werde das Gleiche tun. Ich möchte alle meine Optionen kennen, damit ich die beste Entscheidung treffen kann. Bob, denkst du, ich sollte ein neues Auto oder ein gebrauchtes Auto kaufen?
Ich denke, ein gebrauchtes Auto ist eine gute Wahl, wenn du Geld sparen möchtest. Neue Autos verlieren schnell an Wert, aber Gebrauchtwagen sind oft immer noch in gutem Zustand und kosten viel weniger. Da stimme ich zu. Ich neige dazu, ein gebrauchtes Auto zu kaufen, weil es günstiger ist. Das zusätzliche Geld, das ich beim Auto spare, kann ich für Versicherung, Wartung und Benzin nutzen. Das ist sehr klug. Wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst, solltest du auch die Vorgeschichte überprüfen. Stelle sicher, dass es keine Unfälle hatte und in gutem Zustand ist. Ja, ich werde nach einem Fahrzeughistoriebericht fragen. Ich möchte sicherstellen, dass ich eine gute Investition mache. Ich plane auch, das Auto vor dem Kauf Probe zu fahren. Ich möchte mich beim Fahren wohl und sicher fühlen. Das ist sehr wichtig. Eine Probefahrt hilft dir zu wissen, ob das Auto das Richtige für dich ist. Das habe ich gemacht, als ich mein erstes Auto gekauft habe, und es hat mich sehr glücklich mit meiner Wahl gemacht. Ich bin gespannt auf diese Reise. Geld zu sparen, Autos zu recherchieren und über das Fahren zu lernen, gehört alles zu meinem Plan, Autobesitzerin zu werden. Ich freue mich zu hören, dass du das so siehst. Ich glaube, dass du dein Ziel erreichen wirst, wenn du motiviert bleibst und deinen Plan befolgst. Danke, Bob. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Ich halte dich über meine Ersparnisse und meine Autorecherche auf dem Laufenden. Bitte tu das. Ich würde gerne von deinem Fortschritt hören. Ich denke auch darüber nach, in Zukunft ein Auto zu kaufen, also wird mir deine Erfahrung ebenfalls helfen. Das ist großartig. Wir können Tipps und Ideen austauschen. Vielleicht können wir eines Tages sogar zusammen Autos kaufen gehen. Das würde mir sehr gefallen. Es ist immer gut, einen Freund zu haben, mit dem man Erfahrungen teilen kann. Ich helfe dir gerne bei deinem Budget, wenn du möchtest. Wir können uns zusammensetzen und gemeinsam dein Einkommen und deine Ausgaben anschauen. Das würde ich sehr schätzen. Manchmal ist es schwer, allein zu planen, und mit einem Freund ist es einfacher. Da stimme ich zu. Gemeinsam an einem Budget zu arbeiten kann den Prozess unterhaltsamer und weniger stressig machen. Ich plane auch, mein eigenes Budget zu überprüfen. Ich möchte sicherstellen, dass ich genug für meine zukünftigen Ziele spare. Das ist eine gute Idee. Ich denke, wir können viel voneinander lernen. Vielleicht können wir uns jeden Monat treffen, um über unsere Ersparnisse und unsere Pläne zu sprechen. Das würde ich sehr gerne tun. Es wird uns helfen, auf Kurs zu bleiben und uns gegenseitig zu motivieren. Ja, ich glaube, dass das Teilen unserer Ziele sie erreichbarer macht. Alice, ich habe noch eine Frage. Was ist, wenn du dein Sparziel nicht im geplanten Zeitraum erreichst? Das ist eine gute Frage, Bob. Ich denke, wenn ich mein Ziel in 3 Jahren nicht erreiche, werde ich nicht aufgeben. Ich werde meinen Plan anpassen und weitersparen. Vielleicht warte ich etwas länger, um das Auto zu kaufen, oder ich suche nach einem günstigeren Auto. Das ist ein weiser Ansatz. Es ist wichtig, flexibel mit deinem Plan zu sein. Das Leben kann unberechenbar sein und manchmal muss man seine Ziele ändern. Ja, ich plane meinen Sparplan alle 6 Monate zu überprüfen. So kann ich sehen, was funktioniert und was nicht. Wenn ich mein Budget ändern oder mehr Geld sparen muss, werde ich es tun. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Deinen Plan regelmäßig zu überprüfen wird dir helfen, auf Kurs zu bleiben und gute Entscheidungen zu treffen. Ich bin sehr aufgeregt wegen meines zukünftigen Autos. Ich weiß, dass das Geldsparen Zeit und Mühe kosten wird, aber ich glaube, es ist es wert. Ich fühle mich genauso. Hart zu arbeiten, um jetzt Geld zu sparen, wird dir später Freiheit und Unabhängigkeit geben.
Ja, ich bin bereit, hart zu arbeiten und kleine Opfer zu bringen. Ich werde mich jeden Tag an mein Ziel erinnern. Das ist die richtige Einstellung. Dein Ziel im Kopf zu behalten, wird dir helfen, motiviert zu bleiben. Danke, Bob, dass du mir zugehört hast und mir gute Ratschläge gegeben hast. Ich schätze deine Unterstützung wirklich. Gern geschehen, Alice. Ich helfe dir gerne. Ich glaube, du wirst in deinem Plan, für ein Auto zu sparen, erfolgreich sein. Ich halte dich über meine Fortschritte auf dem Laufenden. Vielleicht können wir eines Tages zusammen in unseren eigenen Autos fahren. Darauf freue ich mich. Es wird eine großartige Feier für unsere harte Arbeit. Ja, das wird sehr aufregend. Ich bin dankbar, einen Freund wie dich zu haben, der meine Ziele versteht und mich ermutigt. Ich freue mich, dein Freund zu sein, Alice. Gemeinsam können wir unsere Träume verwirklichen. Ich stimme zu. Lass uns weiterhin unsere Ideen teilen und uns gegenseitig unterstützen. Ich werde heute mit meinem Budget beginnen und dir sagen, wie es läuft. Das klingt nach einem Plan. Ich werde auch mein eigenes Budget überprüfen und sehen, wo ich mehr sparen kann. Großartig! Lass uns nächste Woche wieder treffen, um über unsere Fortschritte zu sprechen. Das würde ich sehr gerne tun. Ich bin gespannt, von deinem Sparplan zu hören. Ich glaube, dass du mit harter Arbeit und einem guten Plan dein Ziel erreichen wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Sparen für ein Auto. Danke, Bob. Ich bin sehr froh, dich als Freund zu haben. Lass uns in Kontakt bleiben und uns gegenseitig helfen, unsere Ziele zu erreichen. Ja, lass uns das tun. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich werde meinen Budgetplan mitbringen und wir können unsere Notizen vergleichen. Das ist eine großartige Idee. Ich werde meinen auch mitbringen. Gemeinsam können wir lernen und wachsen. Ich bin gespannt auf die Zukunft. Ich weiß, dass das Sparen für ein Auto nur ein Schritt auf dem Weg zu meinen Träumen ist. Ich fühle mich genauso. Jeder kleine Schritt zählt und ich bin froh, diese Reise mit dir zu machen. Danke, Alice, für deine Ermutigung und Freundschaft. Ich werde hart an meinem Sparplan arbeiten und dich auf dem Laufenden halten. Gern geschehen, Bob. Ich bin immer hier, um dich zu unterstützen. Lass uns nächste Woche wieder treffen und unsere Fortschritte teilen. Ich freue mich darauf. Viel Glück mit deinem Budget und denk daran, dass jeder kleine Betrag hilft. Ja, daran werde ich denken. Danke nochmals für deine Hilfe. Hab einen tollen Tag, Bob. Dir auch, Alice. Pass auf dich auf und viel Erfolg beim Sparen. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du kein kostenloses Übungsgespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.